Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bauforum24 TV on Tour. Heute sind wir hier in einem Steinbruch, ganz stilecht, hier in der Nähe von Wuppertal. Und was haben wir hier? Den neuen Dumper Bell B60E. Ja, Bell ist ja bekannt für seine knickgelenkten Dumper, die knickgelenkten Muldenkipper. Bisher so in der Range bis 50 Tonnen. Jetzt haben wir aber einen 60-Tonner, das heißt Nutzlast 55 metrische Tonnen, was einerseits schon mal relativ viel ist. So, was fällt auf? Der 60E hat nur 2 Achsen statt 3 Achsen wie die anderen Dumper. Er hat aber auch eine ganz andere Mulde, denn wenn man sich die Mulde anguckt, ist das eher eine Mulde, die man aus dem SKW-Bereich, also aus dem Stahlrahmen-Muldenkipper-Bereich kennt. Und das ist auch das Besondere an diesem Konzept, nämlich quasi ein Crossover, dass man die Vorteile eines knickgelenkten Muldenkippers mit den Vorteilen eines Stahlrahmenkippers kombinieren möchte. Haben wir uns wirklich das optimale Wetter ausgesucht. Es ist saukalt. Es regnet eigentlich den ganzen Tag, aber hier kann eigentlich auch so ein Konzept jetzt mal zeigen, wozu es gut ist. Nämlich gerade eben, wenn das Gelände sehr schwer ist, wenn die Bodenverhältnisse schlecht sind, da wo eben ein normaler 4x2 Muldenkipper nicht mehr herkommt. Dieser Muldenkipper ist eben 4x4, 2 Achsen, davon beide angetrieben. Ein Komatsu 65 Tonnen Klasse Stahlrahmen-Muldenkipper, der hat eben eine ähnliche Mulde wie dieser. Und da möchte man eigentlich auch so ein bisschen hingehen, dass man nicht die Stahlrahmen-Muldenkipper ersetzt, sondern in Bereiche reingeht, die zum Beispiel mit einem Stahlrahmen-Muldenkipper entweder vom Einsatz nicht erreichbar sind, so im Randgebiet einer Mine oder im Randgebiet eines Steinbruchs, oder auch wenn man sehr schlechte Wetterverhältnisse hat. Zum Beispiel, wenn man solche Bodenverhältnisse hat, da müsste ein Stahlrahmen-Muldenkipper quasi außer Betrieb gesetzt werden, die können dann nicht mehr fahren. Dieser Kollege hier, der könnte noch weiter schaffen. So, hier sieht man jetzt, das entscheidende Merkmal bei dem Dumper ist eben das Knickdrehgelenk, wie bei einem regulären knickgelenkten Muldenkipper. Vorne haben wir den Triebkopf, hinten die Mulde. Und dadurch, dass es eben das Knickdrehgelenk ist, haben die Räder, auch wenn ich jetzt schweres Gelände habe, in der Regel Bodenkontakt. Bei einem Stahlrahmen-Muldenkipper würde eventuell ein Rad in der Luft sein, wäre blöd, weil Rad in der Luft, keine Traktion. So, motorseitig haben wir hier einen Mercedes Reihensechszylinder, 15,6 Liter, 430 kW, rund 580 PS. Ist also schon ein ganz schönes Pfund, was das Ding hier liefert. Aber wie ist das eigentlich mit dem Fahren? Neben mir steht Rainer. Rainer, du bist hier im Prinzip Vorführer, Demofahrer seit über 20 Jahren, habe ich gehört. Du bist den 60er schon öfter gefahren. Wie fährt er sich? Also in der gleichen Konstellation wie ein 6x6. Sehr hohe Traktion und leicht zu fahren. Was ist denn so die Grenze? Ich sag mal, der 6x6 wird ja wahrscheinlich schon im Gelände doch noch ein bisschen besser sein, oder? Wo kann ich den hier dann einsetzen? Ich denke, bei schwierigem Gelände Steigfähigkeit 15%, vielleicht bis 18%, je nach Bodenbeschaffenheit, trocken oder nass. Was ist so Topspeed auf der Geraden mit drin? Da schafft er so knapp 50 km/h. Wenn er jetzt so im Einsatz ist, was habt ihr so ungefähr für einen Verbrauch im Schnitt? In dem Einsatz jetzt und eben liegt er bei 29 Liter die Stunde. So, wenn ich jetzt noch nicht im Matsch versunken bin, wäre es ja eigentlich mal Zeit, dass wir jetzt auch mal das Gerät mal zur Probe fahren. Rainer, traust du mir das zu? Ja, die Maschine lässt sich leicht fahren, vollautomatisch. Ja, traue ich dir zu. Da kann ja nichts mehr schief gehen, dann mal los. So, ich sitze hier in der Kabine. Der Rainer hat mir den Schlüssel gegeben, aber der Schlüssel ist nur für die Tür. Das heißt, starten können wir das Gerät nur mit einem Pin. Und wie man hier sieht, sieht das Ganze schon relativ stylisch hier aus, sehr futuristisch aus. Man hat nämlich eigentlich nur noch diesen Bediensatellit hier. Das heißt, die ganzen Knöpfe, die ich brauche für Automatik, also vorwärts, rückwärts, Muldenkippen, die Heizung, Licht, Scheibenwischer, Retarder und den Motorstart. Und in der Mitte sehe ich jetzt hier ein riesen Display. Und wenn ich jetzt mal die Zündung anschalte, dann fährt er jetzt hoch. So, und jetzt fragt er mich nach dem PIN. Den gebe ich jetzt hier über die Tastatur ein. Und wenn es gut läuft, dann startet er jetzt. So, was eigentlich sehr cool ist, ist dieses riesen Display.
Und wenn ihr mal schaut, dass hier das Cockpit digital dargestellt wird. Ich sehe hier die Geschwindigkeit, Tankinhalt, dann Wassertemperatur, dann Getriebetemperatur, dann Drehzahl. AdBlue Tank, auch wichtig, ist ja eine Tier 4 Final Maschine, hat also eben auch AdBlue. Hier mit diesem Satelliten, das erinnert mich so ein bisschen an das iDrive-System bei BMW, habe ich im Prinzip den ganzen Bordcomputer unter Kontrolle. Und jetzt kann ich über die verschiedenen Menüs zum Beispiel anwählen, dass er mir jetzt hier anzeigt, wie viele Tonnen ich in der Mulde habe. Die Waage bei dem Dumper hier, die ist serienmäßig, die ist aber nicht eichfähig. Das heißt, die hat so eine gewisse Toleranz, 3 bis 5%. Aber für den Fahrer ist es immerhin ganz gut, immer zu wissen, okay, mit welcher Füllung bin ich hier gerade unterwegs. So, jetzt kann ich zum Beispiel auch hier einstellen, dass ich sehe, welche Steigung bin ich gerade, also in welchem Gefälle. Jetzt habe ich hier 17, 18%, ich habe 7% Querneigung. Und da wird mir der Computer eben auch mitteilen, okay, pass auf, du bist hier gerade in einem kritischen Fahrzustand, lass mal langsam angehen. Und was auch ganz interessant ist, wenn ich jetzt hier in dem Diagnosemenü bin, dann gibt es hier wahnsinnig viele Sachen, die ich mir hier alle anzeigen lassen kann. Hydraulik, Pneumatik, Lenkung, allein die ganzen Hydraulik, Drücke, Temperaturen, das ist natürlich schon Wahnsinn, aber zeigt auch, wie weit entwickelt diese Technologie mittlerweile ist, weil alles ist über Datenbus, über Steuergeräte miteinander vernetzt und zum Teil eben auch konfigurierbar. Und mit der Bremse ist das noch so, ich habe ja die Retarderbremse und je nachdem, wie ich sie konfiguriert habe, also in welcher Stärke, das kann ich ja hier konfigurieren über das Bedienpanel. Und wenn ich jetzt vom Gas gehe, dann geht eben der Retarder, der direkt am Getriebe angekoppelt ist, geht in Funktion und entlastet so meine Betriebsbremse, gerade bei Gefällefahrten und so. So, genug geredet, jetzt wollen wir endlich mal fahren. Safety first, Anschnallen ist angesagt, falls wir mal umkippen. So, Parkbremse gelöst. Jetzt gehen wir auf R, jetzt hört man auch den Rückwärtspieper. Hier sehe ich die Rückfahrkamera, wunderbar, geht automatisch. Das Gerät ist zum Beispiel relativ clever. Der hat ja einen Sensor, wie viel er geladen hat. Und wenn die Mulde zum Beispiel geladen ist, dann fährt er automatisch im ersten Gang an. Ist die Mulde leer, fährt er automatisch im zweiten Gang an, weil der erste eben dann so kurz wäre, das wäre gar nicht nötig. So, das Interessante ist, dass der Dumper voll gefedert ist und die Stoßdämpfer vorne sorgen auch dafür, dass immer ein Niveauausgleich stattfindet. Das heißt, wenn er zum Beispiel schräg kommt, dann findet der Niveauausgleich so statt, dass wir eigentlich immer relativ gerade sind. Ist auch wie ein Wankausgleich beim Auto. Es gibt ja Autos, die das haben, in schnellen Kurvenfahrten, dass der Aufbau eigentlich gerade bleibt und du keine Seitenneigung hast. So ein bisschen diese Technik gibt es hier auch. So, jetzt geht es ein bisschen bergan. 4. Gang haben wir. Ungefähr 20 km/h. Geht also relativ easy. Jetzt hat er gerade in 5. geschaltet. Jetzt muss er schon ein bisschen arbeiten. So, wenn ihr mal nach rechts runter guckt, also es empfiehlt sich schon, dass man hier in der Spur bleibt, weil sonst wird es ungemütlich. Aber ich mache das ja schon jahrelang. Von daher kann mich da nichts erschüttern. So, und jetzt da vorne, vor uns, so, ich weiß nicht, ich würde mal schätzen, was werden das sein? So 10%, mal gucken. Geben wir auch mal ein bisschen mehr aufs Gas. Jetzt muss er natürlich schon ein bisschen arbeiten. So, jetzt schaltet er runter. 4. dritter. So, 14% immerhin. 15%. Ja, jetzt muss er arbeiten, ne? Also jetzt sind es keine von den 580 Pferden da verschenkt. So, jetzt haben wir nur noch 5% und jetzt ist er auch schon wieder im 4. Gang mit 20. Ja, aber es ist echt krass, wie easy das ist. Der Sitz ist natürlich, klar, Standard ist voll gefedert. Aber also könnte ich mir vorstellen, so zum Einkaufen mal am Samstag, wenn er mal ein bisschen mehr mitnehmen muss, für den Wochenendeinkauf, dann ist das optimal. Und übersichtlich ist es, ne?
In jedem Fall. So, das ist er, der Bell B60E. Knickgelenkter Muldenkipper in der 60-Tonnen-Klasse, der eine Alternative zum 60-Tonnen Stahlrahmen-Muldenkipper sein soll. Ist eine Alternative? Was meint ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich würde mich freuen.